Die TU München, eine Universität, die Technologien mit Potenzial zur Gründung hervorbringt. Und das durch eine besondere Kombination aus exzellenter Forschung, hochwertiger Lehre und optimalen Studienbedingungen. So ist die TU München eine der innovativsten Universitäten der Welt. In diesem Jahr verleiht Präsident Professor Thomas Hofmann zum 8. Mal den Presidential Entrepreneurship Award an ein Spin-off der Universität. Über 4000 Studierende werden Jahr für Jahr an der TUM zum Thema Entrepreneurship und Unternehmensgründung ausgebildet. Die Gründerinnen und Gründer profitieren vom weitreichenden Netzwerk der TU München. Dabei unterstützen wir sie, wo wir können, mit verlässlichen Partnern aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Politik oder dem Risikokapital. Und wir sind stolz auf die erreichten Erfolge. In diesem Jahr verleihen wir deshalb zum 8. Mal den TUM Presidential Entrepreneurship Award, gesponsert vom Bund der Freunde der TU München mit 10.000 €. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Wir zeichnen jetzt aus ein herausragendes, erfolgreiches Unternehmen, dessen Geschichte an unserer Universität begann. Nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award ist Retorio. Bei Personalentscheidungen werden Faktoren wie Persönlichkeit, Verhalten und Einstellung immer wichtiger. Retorio bietet eine Möglichkeit, diese objektiv messbar zu machen. Ja, Retorio muss man sich vorstellen, ist eine künstliche Intelligenz, die aus der Forschung Wissen vereint, aus Psychologie und Machine Learning, und letzten Endes ist es wie eine Art Experte, KI-Psychologe, die Firmen hilft, unter anderem im Recruiting oder in der Weiterentwicklung bessere Entscheidungen zu treffen. Retorio will sicherstellen, dass Bewerber und Firmen bestmöglich zusammenfinden. Also was bei uns völlig neuartig ist, wir kombinieren Video-Interviews mit Persönlichkeitsanalyse und machen das alles in einem durch eine künstliche Intelligenz, ja, was in der Vergangenheit bis vor kurzem im Prinzip nicht möglich war. Und damit schaffen wir es, ja, zum einen einen authentischen Einblick in die Persönlichkeit und die Soft Skills von Bewerbern zu gewinnen, gleichzeitig den Prozess aber auch schnell und angenehm für den Bewerber zu machen. Die Wissenschaft dahinter basiert auf dem persönlichkeitspsychologischen Modell Big Five mit 5 ausschlaggebenden Faktoren: Extraversion, Bedürfnis nach Stabilität, Offenheit, Umgänglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Auch die Mitarbeiter von Retorio wurden so ausgewählt. Wir sind ein sehr internationales Unternehmen, also mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter kommt aus der ganzen Welt. Ich glaube, wir haben 13 Nationalitäten inzwischen bei 24 Mitarbeitern. Und ich glaube, das liegt im Wesentlichen wirklich an dem Einsatz unserer eigenen Technologie, ja, weil wir in der Lage sind, global Talente kennenzulernen und immer wieder von Neuem überzeugt werden von Menschen, die sonst vielleicht gar keine Chance gehabt hätten, ja, weil man gesagt hätte, der ist zu weit weg, ja, oder der kommt irgendwie aus dem falschen Teil der Welt. Ja. Und die Technologie zwingt uns dazu, im Prinzip offen zu sein, jedem eine Chance zu geben, einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen. Und wir merken bei uns selbst, wie viel diverser unser Team dadurch geworden ist. Durch immer mehr Videodaten entwickelt sich die KI von Retorio stetig weiter. Ohne die TU München wäre dies gar nicht möglich gewesen. Die TUM hat uns unterstützt auf vielfältigste Art und Weise. Einerseits zum Beispiel durch Räumlichkeiten, durch Unterstützung der Professoren, vor allem auch unser Lehrstuhl, an dem wir tätig waren, auch Ideengenerierung und dann auch in Förderanträgen zum Beispiel, dass man später sagt, okay, wir möchten jetzt aus der Forschung rausgründen, wie können wir das am besten machen und genau, welche Schritte müssen wir gehen. Also das waren erstklassige Unterstützung in dem ganzen Ökosystem, das es dort gibt, und das ist sehr groß und vielfältig, und da fanden wir uns ja immer sehr gut aufgehoben. Außerdem nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award ist Twice. Da einer Batterie die Alterung und das Leistungsvermögen von außen nicht anzusehen ist, gab es bisher keine zuverlässige Bewertung der Abnutzung und Restlebensdauer. Das will Twice nun ändern. Twice ist ein Spin-off der TU München, das Batterie-Analytik-Software herstellt, mit der man Batterien für Elektromobilität und erneuerbare Energien schneller entwickeln kann und dann langlebiger und nachhaltiger nutzen kann. Neben der Autoindustrie sind auch Unternehmen aus der Branche der erneuerbaren Energien und Hersteller von Großspeichern an der Software interessiert. Wir konzentrieren uns klar auf diese Märkte Mobilität und Energie.
Und bei Mobilität gibt es natürlich diese Kunden, einmal die Hersteller von Elektroautos, also zum Beispiel Audi, Daimler, aber auch Betreiber, zum Beispiel von Elektrobusflotten, bedienen wir mit unserer Software, für die ganz wesentlich ist, wenn die Batterie 150.000, 200.000 Euro kostet im Elektrobus, damit man da auch wirklich den Gesundheitszustand weiß, Restlebensdauer, muss die Batterie wechseln. Und auf der anderen Seite im Energiebereich arbeiten wir das Gleiche auch wieder mit den Herstellern, mit den Integratoren zusammen, die Energiespeicher bauen und die Betreiber, wie zum Beispiel Verbund, größter österreichischer Utility. Heute arbeiten rund 70 Ingenieure und Programmierer täglich an der Verbesserung der Software. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bietet sie einen präzisen Einblick in das Innenleben einer Batterie. Zu anderen Anbietern gibt es einen deutlichen Unterschied. Wir unterscheiden uns aufgrund der Technologie eben, dadurch, dass wir wirklich diese beiden Welten, nenne ich es mal, also Domänenwissen, sehr tiefes Domänenwissen zu Batterien und dann eben Machine Learning zusammenbringen und das eben wirklich auch verheiraten. Darüber hinaus unterscheiden wir uns aber eben auch einfach vom Business Model, dass wir eben den gesamten Lifecycle adressieren und eben Nutzen auch mit anderen Third Parties, wie beispielsweise der Münchner Rück oder dem TÜV Rheinland zusammen anbieten. Und die TUM war für die beiden Ingenieure essentiell bei der Entscheidung auszugründen. Genau, die TU München hat uns zum einen natürlich durch unsere Promotion seit 2014 ermöglicht, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Dann während dieser Ausgründungsphase einfach dieser Zugang zu diesem Entrepreneurial Mindset war sehr wichtig für uns, auch wirklich diesen Gedanken, eigene Unternehmensgründung mit zu stärken und durch auch zum Beispiel Unternehmertum Venture Capital, die bei uns als erster Investor mit eingestiegen sind, natürlich auch der gute Zugang zu Kapital. Aber wir sehen auch jetzt noch wirklich eine Unterstützung von der TU München, indem wir halt gemeinsame Forschungsprojekte haben und auch natürlich dieser Zugang zu jungen Talenten, die uns helfen, Twice weiter aufzubauen. Schließlich nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award ist Capmo. 80% aller Bauprojekte in Deutschland werden deutlich teurer als geplant. Hauptgrund dafür sind veraltete und papierbasierte Prozesse. Wir haben eine Cloud-Software, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das ist eine Anwendung, die ist unglaublich einfach zu benutzen. Das heißt, es kann wirklich jeder hernehmen. Sei es jetzt jemand, der noch nie ein Telefon in der Hand hatte oder auch schon technisch versiert ist. Aber gleichzeitig haben wir es auch geschafft, unglaublich viele Prozesse schon zu digitalisieren mit unserer Anwendung auf der Baustelle. Das heißt, auch komplexe Themen kann man damit abdecken und lösen und dementsprechend die Baustelle erfolgreich machen. Capmo arbeitet jeden Tag darauf hin, die Bauindustrie in die digitale Zukunft zu führen, damit Wohnraum wieder bezahlbar wird und auch komplexe Bauprojekte mit Spaß angegangen werden. Unsere Benutzer von unserem Produkt sind wirklich von einfachen, Vorarbeitern bis zu Architekten, die dann die große Vision vielleicht von Gebäuden haben. Und die arbeiten heute in komplett getrennten Welten. Die müssen eigentlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten und tun das aber nicht, weil sie nicht die Möglichkeiten haben. Also diese Möglichkeit zu geben, dass alle Leute, die daran beteiligt sind, dass ein Bauprojekt auch ein Erfolg wird, dass man die zusammenbringt und an einem gemeinsamen Ziel arbeitet, das Projekt gemeinsam erfolgreich machen, das ist, was wir mit Capmo sehr stark helfen. Seit der Gründung konnte Capmo mehr als 100 Kunden gewinnen und dabei die digitale Abwicklung von bereits 1000 Bauprojekten unterstützen. Unsere Kunden sind im weitesten Sinne alle, die Baumanagement betreiben, das heißt Architekten, Bauingenieure, aber auch Fachexperten, wie zum Beispiel im Bereich Brandschutz. Und die benutzen unsere Software sozusagen von Anfang zu Ende, um Projekte abzuschließen, das heißt von der Vorplanung bis hin zur Vorbereitung und dann der eigentlichen Durchführung bis hin zur Abgabe und Übergabe von dem Projekt. Die Software ist auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets ebenso nutzbar wie auf Computern und Laptops. Viele Mitarbeiter sind Absolventen der TUM und Capmo ist bis heute eng mit der Universität verbunden. Die TUM hat uns bei der Gründung sehr stark unterstützt und da vor allem das CDTM und auch der Professor Diepold, die haben uns nicht nur Räumlichkeiten am Anfang gestellt, sondern uns auch das Handwerkszeug mit an die Hand gegeben, überhaupt das auf die Straße zu bringen, was wir heute machen. Die 3 Finalisten dieses Awards sind Paradebeispiele dafür, wie der Transfer von wissenschaftlicher Forschung in umsatzfähige Unternehmen wirklich erfolgreich funktionieren kann. Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Entscheidung natürlich nicht einfach gewesen. Am Ende war es auch dieses Mal wirklich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber der Preisträger 2021 steht nun fest. Es ist
Twice Technologies. Mit ihrer Analytics-Software für Batteriesysteme haben sie den Nerv der Zeit getroffen. Twice verbindet, was auch die TUM so stark macht. Einen inspirierenden Innovationsgeist, wegweisende Forschung auf Zukunftstechnologiefeldern und ein verantwortungsvolles Handeln für Mensch, Natur und Gesellschaft. Und so ermöglicht Twice einen wichtigen Beitrag zur Optimierung einer emissionsfreien Mobilität. Herzlichen Glückwunsch, weiterhin viel Erfolg!